Warum entscheiden sich viele für ein hormonfreies Leben? Ich habe mich damals bewusst gegen Hormone entschieden. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zurück. Heute sprechen wir über ein Thema, das immer mehr Frauen beschäftigt. Hormonfreie Verhütung ab 30. Immer häufiger entscheiden sich Frauen bewusst für ein hormonfreies Leben. Aber warum eigentlich? Was steckt hinter diesem Trend und welche Alternativen gibt es? Genau darüber sprechen wir heute. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn dort nenne ich euch 3 hilfreiche Tipps, mit denen ihr vielleicht doch etwas sicherer werden könnt. Dieses Video stellt keine medizinische Beratung dar. Ich werde hier keine Empfehlungen aussprechen und auch nicht beraten können, auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich lebe seit fast 10 Jahren hormonfrei. Ich habe mich damals bewusst gegen Hormone entschieden und kenne die typischen Klischees, die Ängste, die Bedenken, die Unsicherheiten, die aufkommen können. Gerade wenn das Thema in Gesprächen mit Männern zur Sprache kommt, ja, ich kenne alle Ausreden, also auch darüber werde ich so ein bisschen sprechen. Warum entscheiden sich viele für ein hormonfreies Leben? Ich denke, dass viele Frauen sich eine natürliche Art der Verhütung wünschen. Wir haben alle von den Nebenwirkungen gehört, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, Gewichtszunahme. Ich denke auch, dass viele Frauen davon betroffen sind und somit nach Alternativen suchen. Ein weiterer Grund ist, dass wir in einer Zeit leben, in der sehr viele Frauen ihren Körper besser verstehen wollen, Signale deuten möchten, wir wollen unseren Zyklus verstehen und bewusst Entscheidungen treffen. Wir wollen gesünder leben vor allem. Ab 30 kommt dann auch die Frage mit der Kinderplanung auf. Möchte man überhaupt Kinder oder eben nicht? Auch das spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle. Ein entscheidender Grund, warum ich nach 16 Jahren für mich entschieden habe, keine Hormone mehr zu nehmen, war, als ich mir die Frage gestellt habe, wie lange ich sie eigentlich nehmen möchte und ob ich sie überhaupt brauche. Ich bin jemand, der sich gerne mal selbst reflektiert und überwiegend habe ich sie damals genommen, um klar nicht schwanger zu werden, aber um es auch einfach und bequem zu haben, bin ich ganz ehrlich. Für mich stand immer fest, dass ich irgendwann aufhören möchte, aber klar, wann ist irgendwann, ne? Oder wann kommt die Zeit? Und somit, als ich dann das mit der Portioektopie erlebt habe und ich mir dann nicht so sicher war, ob das vielleicht doch durch die Hormone kam, gab es so den ersten Wendepunkt, also doch so den ersten Gedanken darüber. Mit fast 30 habe ich mich dann dagegen entschieden und für mich war auch klar, dass ich keine mehr nehmen möchte. Trotzdem habe ich mich gefragt, was mache ich in einer Partnerschaft? Denn dieses Thema kommt immer wieder auf, also auch dieses Thema ist wichtig, das muss man besprechen in einer Partnerschaft und ich habe mit sehr vielen Unsicherheiten zu kämpfen gehabt und auch Reaktionen erlebt, die nicht so schön waren. Ich verstehe manche Bedenken, ich verstehe auch die Ängste und Unsicherheiten, die man hat und manche Sorgen sind unbegründet und darüber kann man ja auch sprechen. Ich finde es auch wichtig, wenn man den Partner mit einbezieht, das ist sehr wichtig. Die meisten Männer, die ich kennengelernt habe, waren okay damit. Es gab vereinzelt ein paar Exemplare, die ja nicht so cool darauf reagiert haben oder sich unwohl fühlten, ne? Ich muss aber auch dazu sagen, dass das Männer waren, die nicht mal wissen oder nicht mal wussten, was die fruchtbaren Tage sind, ne? Also das auch mal so nebenbei. Ich kann euch den Tipp geben, gerade wenn ihr in einer Partnerschaft seid, lasst euch nicht unter Druck setzen. Am Anfang ist das Chaos, also gerade dann, wenn ihr damit anfangt, aber das fügt sich alles. Ich habe mich die ersten 1,5 Jahre auf keine Methode verlassen und auch auf keine Daten, denn meine Hormone hatten ein ständiges Auf und Ab. Mittlerweile verstehe ich sehr gut meine Zyklusschwankungen. Ich weiß, auf was ich mich verlassen kann und auf was nicht. Aber das war ein Prozess. Es gibt natürlich keine 100%ige Sicherheit, die gibt es nie. Man muss seinen Zyklus verstehen und kennenlernen, aber es ist dann auch nicht mehr so beängstigend, wie alle anderen immer sagen, ne? Es ist klar nicht so einfach und bequem, aber auch nicht so kompliziert. Welche Möglichkeiten gibt es? Ich werde euch hier nur ein paar Möglichkeiten aufzählen, wie zum Beispiel die Kupferkette und die Kupferspirale. Diese sind kleine flexible Geräte, die in die Gebärmutter eingesetzt werden, um eine Schwangerschaft zu verhindern, da sie Kupferionen abgibt. Dann gibt es das Diaphragma, ein kleiner flexibler Ring aus Silikonmembran. Natürliche Methoden wie zum Beispiel die Zyklusbeobachtung, NFP, Kondome, klar. Die darf man auch nicht vergessen. Ich weiß, heutzutage ist das gar nicht mehr so leicht, ne? Oldschool, ne? Das sind ja so die Oldschool-Klassiker. Für viele auch
out. Ein hormonfreies Leben kann das Richtige für euch sein, wenn ihr zum Beispiel empfindlich auf hormonelle Präparate reagiert, wenn ihr euren natürlichen Zyklus kennenlernen möchtet, wenn ihr Wert auf natürliche Gesundheit legt, aber auch langfristig nach einer hormonfreien Alternative sucht. Es ist wichtig, sich vorab zu informieren, das habe ich auch gemacht, und gegebenenfalls ärztlichen Rat einzuholen. Dennoch nenne ich euch 3 Tipps, die euch vielleicht doch etwas sicherer machen. Nutzt Apps. Es gibt so viele Zyklusbeobachtungs-Apps, die euch dabei helfen, euren Zyklus zu verstehen. Diese Apps haben mir am Anfang geholfen, nicht weil ich mich darauf verlassen habe, aber ich konnte meine Symptome sehen, ich konnte sehen, wann kommt meine Periode, wann nicht, wie lange, und das war schon am Anfang eine große Hilfe für mich. Lasst euch beraten, geht zu eurem Gynäkologen oder eure Gynäkologin und findet die passende Methode für euch und kombiniert Methoden. Wichtig ist, dass ihr eine Methode findet, die zu eurem Lebensstil passt und womit ihr euch wohlfühlt. Denn tatsächlich ist es so, dass nicht jede Methode passend ist. Es kann eine gute Option sein, aber auch nur dann, wenn man sich vorab gut informiert und bewusst damit umgeht. Ja, habt ihr Erfahrungen gesammelt oder Fragen zum Thema? Schreibt sie mir in die Kommentare und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Vielleicht konntet ihr neue Impulse mitnehmen. Das war's von der hormonfreien Front. Ein Jahrzehnt ohne Hormone und ein runder Geburtstag. Ich bin gespannt, welche Feier größer ausfällt. Ach, ich kann ja zweimal feiern. Seht ihr, es geht gar nicht bergab, es geht bergauf. Denn ich bin nur am Feiern. Macht es gut, habt eine schöne Woche und adios. Bye, bye.